Herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video auf meinem Kanal Schach-O-Mat, in dem wir die spannende Schachwelt zusammen erkunden. Das heutige Thema ist eine sehr, sehr heimtückische und starke Schachfalle in der Ruy-Lopez-Eröffnung oder auch im spanischen Spiel genannt. Also lasst uns keine Zeit verschwenden und direkt anfangen. Übrigens, wenn ihr nichts Neues mehr auf meinem YouTube-Kanal verpassen wollt, keine neuen Schachvideos, Beiträge und so weiter, abonniert ihn noch gerne hier und aktiviert die Glocke. Also, wie ihr höchstwahrscheinlich schon alle wisst, beginnt die spanische Eröffnung mit Bauern E4 und E5, gefolgt von Springer F3 mit dem Angriff auf den schwarzen Bauern auf E5 und Springer C6 mit der Verteidigung des Bauern. Und der Haupt- bzw. Schlüsselzug der Ruy-Lopez-Eröffnung ist die Entwicklung des Läufers hier direkt aggressiv auf B5 mit dem Angriff auf den schwarzen Springer hier auf C6. Insgesamt gibt es sehr, sehr viele verschiedene Schachfallen in der spanischen Eröffnung, wie zum Beispiel die Fishing Pole Falle, die Mortimer Falle und so weiter und so fort. Doch in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man die gegnerische Dame in nur 8 Zügen komplett vernichten und auch gewinnen kann. Aber wenn ihr trotzdem interessiert seid an den anderen Schachfallen in der Ruy-Lopez-Eröffnung, dann schaut euch doch gerne, nachdem ihr dieses Video beendet habt, die Videos in der Videobeschreibung verlinkt oder auch hier oben, die ihr jetzt über mir in der Infobox sehen könnt, nach diesem Video an, denn dort zeige ich euch die anderen Schachfallen in der spanischen Eröffnung. Schwarz antwortet mit der berühmtesten Fortsetzungsvariante des spanischen Spiels, und zwar der Berliner Verteidigung mit Springer F6, womit Schwarz auch noch unseren Bauern hier auf E4 angreift. Doch wir verteidigen diesen Bauern nicht, sondern wir spielen hier erstmal die kurze Rochade. Und es scheint vielleicht jetzt so, dass wir diesen Bauern nun verloren haben, nachdem Schwarz mit seinem Springer wie geplant in der Berliner Verteidigung den Bauern auf E4 rausnimmt. Doch wir können ihn tatsächlich zurückgewinnen, denn nach Turm E1 ist der schwarze Springer auf E4 und der schwarze Bauer auf E5. Die liegen nun beide auf der E-Reihe und nachdem der schwarze Springer weggezogen ist, können wir den schwarzen Bauern auf E5 einfach rausnehmen. Und hier muss Schwarz tatsächlich sehr, sehr vorsichtig sein. Denn wenn Sie hier denken, Sie können den Springer einfach verteidigen, zum Beispiel mit Bauer D5, um nicht diesen Bauern hier zu verlieren, beziehungsweise nicht damit wir den Bauern zurückgewinnen können, können wir hier einfach Bauer D3 spielen und nachdem der Springer trotzdem geflohen ist, zum Beispiel auf F6 und wir den schwarzen Bauern auf E5 mit unserem Springer rausgenommen haben, sind wir einfach in einer deutlich besseren Stellung und Position auf dem Schachbrett als unser Gegner. Denn Schwarz steht hier einfach nur grässlich. Der schwarze Springer auf C6 ist nun von unserem Läufer gefesselt, da der D-Bauer nicht mehr auf D7 steht und wir haben hier ein entdecktes Schach mit unserem Springer und unserem Turm auf der E-Reihe des Schachbretts, welches sehr, sehr gefährlich für unseren Gegner werden könnte. Daher wird dein Gegner nun mit seinem Springer auf D6 fliehen und unseren Läufer hier auf B5, der sehr, sehr aggressiv hier den schwarzen Springer auf C6 angreift, ins Visier nehmen. Und hier spielen wir nun den verrückten Zug, und zwar Springer nimmt Bauer auf E5 raus und opfern damit komplett unseren Läufer auf B5. Denn dieser ist nun nicht verteidigt und kann einfach problemlos, wie Schwarz denken würde, mit seinem Springer von D6 rausgenommen werden. Doch das ist definitiv ein riesiger Fehler, denn nun nehmen wir den gegnerischen Springer auf C6 ebenfalls mit unserem Springer raus und greifen nicht nur die Dame an, sondern haben hier auch noch ein verstecktes Schach entwickelt. Denn nun kann Schwarz nicht mit entweder dem B7 oder dem D7 Bauern unseren Springer rausnehmen, denn er muss erst einmal das Schach blockieren mit zum Beispiel Läufer F7, woraufhin wir einfach problemlos die schwarze Dame auf D8 mit unserem Springer rausnehmen und nun komplett in einer gewinnenden Stellung auf dem Schachbrett stehen, weil wir einfach einen riesigen Materialvorsprung gegenüber unserem Gegner haben. Doch bevor dieses Video endet, möchte ich euch noch ganz schnell zeigen, wie man mit den schwarzen Schachfiguren sich gegen diese aggressive Schachfalle von Weiß in der spanischen Eröffnung verteidigen kann, mit der Absicht, diese Partie nicht schon nach 8 Zügen aufgeben zu können, weil man leider die Dame verloren hat, was ziemlich peinlich sein könnte. Es gibt also offensichtlich keine Probleme damit, die spanische Eröffnung zu spielen, sie wäre ja sonst nicht die berühmteste von allen Schacheröffnungen. Genauso auch die Berliner Verteidigung und allgemein die Varianten der Ruy-Lopez-Eröffnung. Doch es gibt ein Problem, wenn wir, nachdem Schwarz mit dem Springer auf D6 geflohen ist und Weiß den besten Zug spielt, und zwar den schwarzen Bauern auf E5 zurück rausnimmt mit dem Springer, hier nun auf die Falle reinzufallen, in die Falle reinzufallen und den weißen Läufer auf B5 mit dem Springer rausnehmen, denn wie gesagt, verlieren wir dann anschließend in 2 Zügen die Dame mit Schwarz. Das ist natürlich nicht so gut. Mögliche Antwortmöglichkeiten wären es hier entweder einen kleinen Springerabtausch zu spielen, und zwar so, und dann nehmen wir mit dem Turm zurück raus,
oder wir spielen direkt den sehr, sehr starken und laut dem Computer auch den besten Zug, und zwar Läufer E7, um hier das versteckte Schach auf der E-Reihe des Schachbretts zu blockieren. Und das war's dann nur noch schon mit diesem Video, in dem ich dir gezeigt habe, wie man deinen Gegner mit den weißen Schachfiguren in der Ruy Lopez Eröffnung komplett vernichten kann, mit einer Damengewinnfalle in nur 8 Zügen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like und abonniert meinen YouTube-Kanal Schachromat und schaut auf jeden Fall auch gerne die Videos hier oben wieder verlinkt und in der Videobeschreibung auch verlinkt an, indem es über die verschiedenen anderen Schachfallen in der Ruy Lopez Eröffnung geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.